Schon mal Dortmund aus der Luft gesehen? Los geht's! Wir machen einen Rundflug, um zu sehen, was uns alles erwartet. Dortmund ist einen Besuch wert, aber wir wollen vor allem das Dortmunder Umland erkunden. Sie werden staunen, was es da alles gibt. Wir starten im Norden, dann geht's in den Westen, in die Elfringhauser Schweiz, weiter zu den Industriedenkmälern des Ruhrgebiets bis an den Möhnesee. Die Möhneseetalsperre ist eine der größten Talsperren von Nordrhein-Westfalen. Wir genießen die Freiheit in der Natur und am Wasser. Besuchen historische Orte. Und entdecken wilde Tiere. Hochherrschaftlich. Und rasant geht's zu. Abenteuer. Und Kultur. Alles dabei. Alle unsere Ziele sind von Dortmund aus in rund einer Stunde zu erreichen. Dankeschön! Ein toller Flug war das über Dortmund und damit herzlich willkommen zu Wunderschön. Wir sind rund um Dortmund unterwegs. Das war es jetzt aus der Luft. Jetzt geht's an Land weiter. Kommen Sie mit. Es geht raus aus der Stadt. Los geht's im Norden von Dortmund und von da aus weiter nach Bottrop. Ich habe mir extra einen Elektroroller für unsere Rundumtour ausgeliehen und fahre als erstes zu einem Märchenschloss. Das Renaissance-Schloss Haus Bodelschwingh ist seit 1302 in Privatbesitz. Mein WDR-Kollege Peter Grossmann wohnt hier ganz in der Nähe. Schon als kleiner Junge ist er durch den Park gestromert. Hier kennt er sich aus. Huibu, ich bin ein Schlossgespenst. Super Idee hier. Ja. Passender Ort. Guck mal, Wasserschloss Bodelschwingh. Kann man da schwimmen? Theoretisch ja, aber ich würde es irgendwie, glaube ich, nicht tun. Aber man kann zum Beispiel auf dem Wasser Schlittschuh laufen. Im Winter, wenn hier das zugefroren ist. Der Baron, der immer noch darin lebt, und auch der Vater von ihm, die haben vorher abgeprüft, sind draufgegangen, wenn die meinten, das Wasser ist jetzt, oder das Eis ist hart genug, dann konnten die Kinder aus der Umgebung hier drauf und dann Schlittschuh laufen. Ach, das klingt aber nett. Und das Schönste, das hast du gemacht? Das Schönste für die Kinder war, wenn sie da hinten unter diesen Torbögen durchlaufen konnten. Da konnten sie nämlich so gerade eben, das war so geheimnisvoll, wo komme ich wohl da hinten raus und so. Also das war so ein Ort, an dem tatsächlich man denkt, die Zeit bleibt stehen, aber trotzdem war hier Lachen, war hier Kinder lachen und so. Das war trotzdem, passte alles schön zusammen. Also ein sehr sympathischer Baron. Ja, man wundert sich, was man im Ruhrgebiet so alles findet. Ne? Ja, das würde ich jetzt auch sagen. Also ich hätte das jetzt hier auch nicht erwartet. Das öffnet sich auf einmal so, wenn man hier so durch die Tore schreitet. Haus Bodelschwingh liegt in einem englischen Landschaftspark. Die Nebengebäude auf dem Schlossgelände wurden später zu Wohnungen und Büros ausgebaut. So eine richtige Oase. Ja, zum Durchatmen und vorbeigehen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man so was Altes sieht, hat man ja nicht so oft. Ne? Gibt sofort Geschichten im Kopf, ne? Und geht man gerne dran vorbei, entdeckt immer mal wieder was Neues und denkt, guck mal, irgendwie, das ist jetzt schon ganz lange her. Was ist eigentlich, wenn wir mal in 300 Jahren sind? Das Eigenheim, das Haus, was wir gebaut haben, interessiert das einen? Das ist was, wo man irgendwie noch nach Jahrhunderten drauf guckt und sagt, wie geil, ne? Ja. Einfach auch eine tolle Filmkulisse. Mir fallen ganz viele Geschichten Sollen wir Filme ein. drehen? Ja. Ja. Baroness. Ja.
Würdest du mit mir Oder noch ein auch- Stück des Weges schreiben? Oder auch Grusel, Ja? gespenstische Ja. Geschichten. Was du oder? nicht weißt, ich bin ja angestellt im Schloss als Huibu, als Schlossgespenst. Einmal im Jahr muss ich mir eine weiße Decke drüber machen und um 12 Uhr erscheinen. Ach komm. Nebenbeschäftigung, doch, tatsächlich. Ich glaube es, das ist Wahnsinn. Wie schön, dass Peter mich an den Ort einer seiner liebsten Kindheitserinnerungen mitgenommen hat. Und dazu gehört auch, nicht weit entfernt von Schloss Bodelschwingh, das Landcafé Tante Amanda. Ich bin nach Bottrop gefahren, mitten ins Revier. 2018 schloss hier nebenan die letzte Zeche. Aber da will ich nicht hin. Hallo, Ich hatte einen Termin vereinbart zum einmal fliegen lernen. Ja. Ist das hier richtig? du bist genau richtig hier. Okay. Ist das das Geräusch aus dem Windkanal, was Ja. man hier schon hört? Ja, der läuft gerade schon und da werden wir nachher auch eingehen. Und alles, was dafür nötig ist, werde ich jetzt natürlich erklären. Die Ausrüstung bekommst du dann natürlich auch alles von mir. Und nachher gehen wir dann auch da rein und fliegen. Das heißt, ich muss in so einen Anzug hier? Ganz genau. Ursprünglich haben hier Fallschirmspringer geübt. Auch ich will in die Luft. Kommt mir so ein bisschen vor wie ein Astronaut. Probier den einmal kurz auf. Was ist das hier hinten? Das sind Griffe, die brauche ich später, wenn ich dann mit dir zusammen fliegen möchte. Ja, das nennt man Taxifliegen. Dann habe ich halt etwas, wo ich dich richtig gut festhalten kann. Das heißt, da packst du mich gleich fest an den Teilen hier. Ja, später schon. Das ist So, schon den ein wichtiger Reißverschluss Faktor. muss ich wahrscheinlich bis ganz oben. Wenn wir gleich reingehen, auf jeden Fall. Gibt es auch irgendwie ein Notsignal? Genau, wenn irgendwas nicht stimmen sollte bei dir, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, einfach deutlich mit dem Kopf schütteln, dann bringe ich dich sofort raus und dann können wir das klären. Okay, Cool? gut. Jetzt mache ich aber erstmal so. Ohne Kai darf ich als Anfängerin gar nicht in den Windkanal rein. Einspaziert. Gut. Und, können wir? Ja. Viel Spaß. Auf geht's. In der ersten Runde soll ich erstmal versuchen, das Gleichgewicht zu halten. Gar nicht so einfach. Ich muss mich schon sehr konzentrieren beim einfach so in der Luft schweben. Aber solange der Luftstrom nicht abreißt, kann ich gar nicht fallen, hat Kai gesagt. Drei Minuten hat mein erster Versuch gedauert. Die Grundhaltung ist gar nicht schlecht. Ja, die Beine näher zusammen, oder? Nee, das ist in Ordnung. Du dürftest die Arme noch ein bisschen weiter nach vorne schieben. Das hast du ja, Ja. glaube ich, gesehen. Das habe ich ja schon gezeigt. Wenn du dann aufsteigst, ist alles okay. Du müsstest nur den Kopf wieder ein bisschen mehr in den Nacken nehmen, dann hältst du an. Und dann versuch mal gleich ganz vorsichtig mit den Händen in den freien Raum zu lenken. Oder wo ich dir hinzeige. Dabei Okay. den Kopf einfach oben lassen, dann kannst du die Höhe halten. Okay. Aber für den Erstflug schon sehr gut. Boah, aber man kriegt da wirklich am Anfang kaum Luft. Okay, so. Einfach weiteratmen. Zweiter Versuch. Zweite Runde. Zweite Runde. Sehr gut. Jetzt fühle ich mich schon etwas sicherer. Fast 20 Meter geht's hier in die Höhe und mit Kai traue ich mich sogar Formationen zu fliegen, wie richtige Fallschirmspringer. Uiuiuiui. Ich muss erstmal durchatmen jetzt hier. Der Kai, der sieht schon wieder frisch aus. Ja, als wäre nichts gewesen. So sieht man aus, wenn man im Windkanal war. Es hat großen Spaß gemacht. Dann bin ich ja schon mal beruhigt. Ich bin zugegeben etwas erledigt. Ja, so weil ich irgendwie gedacht habe, so, das ist jetzt doch alles ein bisschen viel. Aber Ja, es das hat erste echt Mal, ne? Bock gemacht, ja. Kann ich noch ein paar Sachen sagen? Nimm mal ruhig die Stöpsel raus. Ja. Das ist dein Diplom. Bring das bitte beim nächsten Mal mit, zeig das dem Trainer und der weiß dann Bescheid, was du schon gelernt hast. Herzlichen Dank. Sehr gerne.
bin ich aber stolz wie Oskar. So, ich habe für Sie zu Hause aber natürlich auch noch was. Und zwar ein Freiflug sozusagen. Ein Gutschein für einmal Skydiven hier in Bottrop. Und ich wünsche ganz viel Spaß damit. Kommt in den Rucksack. Nicht weit entfernt von hier kann man auch in die Luft gehen. Ganz anders natürlich. Seit 1996 gibt es den Moviepark in Bottrop. Als Hollywoods Standbein in Deutschland war der Park mal gedacht. Heute ist der Moviepark eine große Kirmes mit Achterbahnen und Karussells. Ich bin am Phoenixsee. Das Wohnviertel ringsherum ist neu entstanden. Der See ist ein Freizeitrevier im Süden von Dortmund. Er liegt auf dem Gelände der ehemaligen Hermannshütte, wo noch bis 2001 Stahl gekocht wurde. Von der alten Industrie ist nicht mehr viel zu sehen. Stattdessen tummeln sich hier Familien und Sportfreunde. Direkt am Phoenixsee fließt die Emscher entlang, ein schmales Flüsschen. Der gerade mal 80 Kilometer lange Fluss hat keinen guten Ruf im Ruhrgebiet. Warum eigentlich? Das will ich genauer wissen. Hallo. Du bist bestimmt der Gunnar. Und zwar von Gunnar Jacobs. Ja, hallo Anne, grüß dich. Prima. Ja, komm rein, sei vorsichtig. Das ist ja genau. super. Ja, das ist schön. Da kannst du mir direkt helfen. Wir machen heute eine Erfolgskontrolle und schauen, ob sich die Emscher hier wieder gut mit Fischen und Kleinstlebewesen besiedelt hat. Und da kannst du mir direkt helfen. Und zwar mit dem Sieb kannst du jetzt im Sohlsubstrat ja, so leicht wühlen und gucken, dass du kleine Tiere findest. Und wenn du welche im Kescher hast, dann tu sie doch bitte direkt in die weiße Schale. Dann können wir die später bestimmen, welche Arten das sind. Ja, und dann können wir daran sogar die Gewässergüte bestimmen und schauen, wie gut sich die Emscher hier entwickelt hat. Also das heißt, ich darf jetzt hier auch so ein bisschen aufwühlen. Das ist ja fast schon schade, weil das so klares Wasser ist, ne? Das ist ja toll. Nee, das kannst du gerne machen. Und alles, was du findest, einfach in die weiße Schale tun. Und dann gucken wir mal, was wir finden. Das Wasser hier ist sauber und klar. Viele Fische und Wassertiere leben im Fluss. Da krabbelt was. Siehst du, so schnell geht das. Für Gunnar ist das nicht nur ein Job. Es ist seine Herzenssache, aus der Emscher wieder einen intakten Fluss für ein natürliches Leben von Tieren und Pflanzen zu machen. Hast du was gefangen? Ja, schau mal, Anne, ich bin fündig geworden. Ein Fischlein. Ja, ein dreistacheliger Stichling. Ein dreistacheliger Stichling? Ja. Das ist ja schon ein Wortspiel. Ja, ist zwar keine seltene Fischart, aber für uns schon was Besonderes, denn vor wenigen Jahren floss hier noch Abwasser. Und inzwischen ist die Emscher renaturiert und während vorher gar kein biologisches Leben weitestgehend möglich war, schwimmen jetzt hier wieder Fische. Insofern ist das für uns ein toller Erfolg. Boah, also für euch echt ein Grund, eine Flasche Sekt aufzumachen, wenn Definitiv. man das mal so absagen darf. Ja. Kriegt er jetzt noch Luft? Sollen wir den mal hier reintun? Oder Ja, frisst den er dann das, was ich gefangen habe? Nee, den können wir Könnte kurz sein, da ne? reintun. Ist ein Ups, kleiner da Fisch. ist er. Der Stichling mit 3 Stacheln. Warum heißt der so? Hat er 3 Stacheln irgendwo? Ganz genau, der hat oben auf dem Rücken 3 Stacheln, die er dann bei
Gefahr aufstellen kann, dann ist er halt eine sehr pieksige Beute und für viele andere größere Beutegreifer dann unattraktiv, weil die ja dann entsprechend stechen. Aber guck mal, ich habe auch etwas Erfolg zu verbuchen hier, wenn ich das mal so sagen darf. Da kreucht und fleucht es gerade. Ja, wir haben hier Bachflohkrebse und hier haben wir noch einen Egel. Ein Egel? Ja. Ich dachte, das ist ein Stein. Das ist der Egel? Das ist ein Egel, genau. Saugt er sich auch so fest, wie man das so weiß? Ja, genau. Deswegen ist es ganz gut, dass wir hier gerade Gummistiefel tragen. Da kann das natürlich nicht passieren. Je mehr Arten, desto besser. Und das ist auch unser Ziel, was für die biologische Vielfalt zu machen. Aber wie habt ihr das geschafft? Also ich meine, das funktioniert ja wahrscheinlich nicht nur, indem man den Fluss an sich verändert. Kommt das von selber oder muss man da auch als Mensch so ein bisschen nachhelfen und sagen, jetzt setzen wir mal so ein paar Arten wieder aus? Oder wie funktioniert das? Man muss wissen, um das zu verstehen, dass viele dieser Gewässer, die hier im Ruhrgebiet fließen, ehemals offen geführte Abwasserläufe waren, wo biologisches Leben quasi nicht möglich gewesen ist. Man hat eher das gesehen, was man quasi über die Toilette auf die Reise geschickt hat. Die teilweise kanalisierte Emscher war der Problemfluss im Revier. Man nutzte den Fluss für die Abwässer aus den Haushalten und den Fabriken. Die Emscher wurde über weite Strecken zur offenen Kloake, schmutzig und stinkend. 1992 beschloss man, das zu ändern. Die dreckige Emscher war nicht mehr zeitgemäß und gesund natürlich auch nicht. Das offene Abwassersystem sollte nun endlich durch unterirdische Abwasserkanäle und Kläranlagen ersetzt werden. Ursache für die Verschmutzung der Emscher war der Beginn der Industrialisierung im Ruhrgebiet. Fabrikanlagen entstanden und aus dem Bauernland wurde ein industrielles Ballungszentrum. Bis heute ist die Renaturierung der Emscher noch nicht abgeschlossen. Also ich könnte jetzt hier stundenlang noch mit dir hocken und einfach gucken, was uns hier so über den Weg schwimmt. Du, da bin ich dabei. Finde ich super. Und ich glaube, das eine sind ja die Tiere, das andere sind die Pflanzen. Also ich habe jetzt hier allein schon, das ist schon super schön, wie ich finde. Aber hier gibt es ja so viele auch Kräuter, die hier wild wachsen. Das ist auch mit der Zeit dann einfach wieder gekommen oder habt ihr da auch nachgeholfen? Nein, also die Natur ist für sich selbst meistens der beste Ratgeber. Ja, wir haben auch gepflanzt, aber haben gelernt, dass wir eigentlich gar nicht viel machen brauchen. Die Natur kommt von ganz alleine und häufig ist das, was wir gepflanzt haben, schnell auch überwuchert von dem, was sich von selber ansiedelt. Und das haben wir mitbekommen und haben insofern jetzt inzwischen gelernt, dass wir vielfach auf die natürliche Selbstheilungskraft der Natur setzen können. Und es ist einfach wunderbar anzuschauen, wie schnell das auch geht. Aber den stacheligen Stichling, den lassen wir wieder raus, Den lassen wir jetzt wieder frei. So, der will aber jetzt auch wieder raus. Ja, so, das machen wir jetzt auch. So. Und so wird es auch nach 30 Jahren immer noch etwas zu tun geben, denn der Emscher-Umbau gehört zu den sogenannten Ewigkeitslasten des Bergbaus. Ja, es ist kaum zu glauben. Das ist ja wirklich eine grüne Oase mitten in der Stadt, ne? Ja, in der Tat. Ein richtiger Naturerlebnisraum für die Menschen hier in der Region. Ja, einfach zum Genießen. Und man darf sich ja auch einfach hier niederlassen, ne? Ja, Mit ganz einer genau. Decke, ein bisschen Picknick. Ja, Super. Dieser Raum ist öffentlich zugänglich und für alle da. Vielen Dank, dass du mich mal mitgenommen hast in dein Revier. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Und ich habe dir auch was mitgebracht. Ein Glas Emscher Gold, ein ganz leckerer Honig, der von Imkerinnen und Imkern hier in der Region produziert worden ist, auf unseren blütenreichen Flächen in der Aue. Und dieser hier ist am Emscher Quellhof entstanden. Aha. Also quasi die Blütenpracht von hier ist jetzt hier im Glas. Sozusagen. Und zum Genießen da. Dann kommt das jetzt prompt in den Rucksack. Dankeschön. Ja, sehr gerne.
Neben der kleinen Emscher liegt eine der wichtigsten Wasserstraßen in Nordrhein-Westfalen, der Rhein-Herne-Kanal. Die Emscher verbindet den Phoenixsee in Dortmund mit dem Emscher Landschaftspark und dem Gehölzgarten bei Oberhausen. Allesamt Projekte der grünen Neugestaltung des Emschertals. Dieser Strommast tanzt buchstäblich aus der Reihe. Zauberlehrling heißt das Kunstwerk der Künstlergruppe Inges Idee. Er ist so etwas wie das Wahrzeichen des Gehölzgartens Ripshorst geworden. Der Emscherweg führt hier entlang und direkt zum Haus Ripshorst. Das Gut ist die Begegnungsstätte im Emscher Landschaftspark. Oh, und ich habe eine tolle Blumenwiese entdeckt. Die würde ich am liebsten komplett mitnehmen. Coffee and wine. There's no remedy to this rapid fire. Cold sweat down my spine. All that I had today was coffee. Ja, so ein toller Strauß passt aber leider nicht in den Rucksack. Ich habe aber trotzdem an sie gedacht. Ein paar hübsche Blumensamen kommen für Sie zum selber säen in den Rucksack. Das sind übrigens meine Lieblingstiere, die Bienen. Und die gehören auch zum Emscher Landschaftspark. Zwölf Bienenvölker mit bis zu 60.000 Bienen pro Volk. Und der Chef von allen ist Heinz Depping. Wir haben hier einen sogenannten Schaukasten. Das ist ein Mini-Bienenvolk mit nur 2 Waben, während in einem großen Volk bis zu 40 Waben sind. Und da kann man hinter Glas in ein Bienenvolk hineinschauen. Und man kann das Brutnest sehen, man kann verdeckelten und unverdeckelten Honig sehen. Und aus diesem Schaukasten habe ich vor kurzem die Königin herausgenommen. Dieses kleine Volk war so übervoll, dass die Königin keinen Platz mehr hatte, Eier zu legen. Und wenn die merken sehr schnell, dass sie keine Königin mehr haben und fangen dann an, sich eine neue Königin zu ziehen. Heinz Depping zeigt uns die gefüllten Waben in der Küche des Bienenvereins. Die Honigernte findet zumeist im Sommer statt. Reif sind die Waben, wenn 1/3 mit Wachs verschlossen ist. Das Wachs wird entfernt, entdeckelt, wie der Fachmann sagt. Er zeigt uns, wie der fertige Honig aus den Waben hinausgeschleudert wird. Heinz Depping ist übrigens der Honigexperte des Deutschen Imkerbundes. Er prämiert Deutschlands besten Honig. Und wieder war es eine sehr gute Ernte. Deppings Honig kann man direkt vom Imker bekommen. Im Gehölzgarten treffe ich Horst Fischer. Er ist gelernter Gärtner und Landschaftsarchitekt und schaut regelmäßig nach seinen Bäumen. Wenn die Früchte reif sind, erntet er sie auch schon mal selber. Es gibt 2 Gründe, warum wir hier Obstbäume in den Park gepflanzt haben. Einerseits wollen wir ja Gehölze unterschiedlicher Arten und Sorten hier präsentieren. Das ist ein Arboretum, nennt man das mit dem Fachbegriff, also wo Baumarten präsentiert werden. Und der zweite Hintergrund ist, dass wir hier Obstbäume angepflanzt haben, dass die Menschen hier im zentralen Ruhrgebiet, auch manche, denen es nicht so gut geht, durchaus das Obst nutzen. Wir haben auch Nussbäume zum Beispiel, wo die Nüsse dann heruntergeschüttelt werden und von den Menschen gesammelt werden und eben die Obstbäume auch durchaus genutzt werden können, um sie zu essen, zu Kompott zu verarbeiten oder Ähnliches. Dieser Park ist nicht nur schön, sondern auch ein nützlicher Hausgarten für die Menschen ringsum. Eine tolle Idee, dass man hier Obst und Nüsse kostenlos ernten darf.
Ich muss noch mal nach Dortmund. Dahin nämlich, wo das Herz so vieler Westfalen höher schlägt. Das habe ich Peter versprochen. Hallo! Anne! Der BVB! Ja. Der BVB! Hey! Anne, Mensch, das ist ja eine Begrüßung hier von Ich dir. habe mich extra in Schale geschmissen für dich, weil ich dachte, ne? So Ja, das ist ein schönes Stadion. Wortspiel auch mit der Schale jetzt. Ja, so nicht, ja, pass auf, aber ich habe ja auch einen Schal mitgebracht. Das ist mein Schal, aber im Stadion selber, ne, da trage ich keinen Schal. Warum nicht? Nee, weil ich denke, ich bin so respektvoll halt auch dem Gegner gegenüber. Ich muss mich nicht so ausstaffieren. Das habe ich noch nie gemacht. Ist so meine Eigenart. So, die anderen neben mir haben natürlich Schals. Und wenn wir die Hymne singen, dann packen wir auch alle an den Schal. Das ist alles in Ordnung. Aber ich habe was viel Besseres Jetzt kommt's. als ein Schal. Pures Gold. Schau mal hier. Boah. Die Dauerkarte. Die Hast ist du in die- Dortmund echt was wert. Die hast du zu Hause Die wird im nämlich Tresor vererbt wahrscheinlich. normalerweise. Ja. Ja, genau. Hast du die auch geerbt? Nee, aber ich habe die jetzt auch schon lange, 15, 16 Jahre. Und in der Zwischenzeit wartet man, glaube ich, 4, 5 Jahre auf eine Dauerkarte. Also wenn du dich mal bei mir bewerben willst, ließ du sich was machen. Ich hoffe, du nimmst mich jetzt einfach mal so mit. Ja, mache ich, komm. Okay. In your heart, and you'll never Okay. Boah, Ist das was? das ist ja was. Irre, ne? So Ein leeres viel Stadion hat Gold. auch was, ne? Und guck mal, wir werden sogar persönlich begrüßt. Wie Wunderschön goldig beim ist das BVB. denn? Das ist ja doppeldeutig, aber es stimmt. Ja. Die Fans von Borussia Dortmund sind legendär, genauso wie ihre Fangesänge. In der Südkurve wird die BVB-Hymne gesungen und da herrscht echte Fanliebe. Aber nicht nur da. Achtung, fertig, los. Da darf ich mich... Ja, pass auf, wir setzen uns hier, den Rucksack können wir in der Mitte nehmen, ne? Ja, Oder? klar, der freut sich auch schon. Und das ist mein Platz und hier bekommst du auch jetzt die Dauerkarte, aber Wiedersehen macht Freude. Nur für heute, für den Ja, nur Moment. für heute, was glaubst du denn? Ja. Wow, kannst Da du da immer... beneiden dich die Menschen jetzt drum, das sag ich. Ich hab sie, ich hab ja, sie. ja, ja. Gehst du immer hin, wenn du kannst? Also es ist ja wahrscheinlich auch schwierig, ne? Du weißt ja, wer mit Sport zu tun hat, der kann auch manchmal am Wochenende nicht, der muss was anderes machen. Und von daher, aber meine Frau ist auch ein Riesenfan und geht auch sehr gerne zum BVB und die geht dann. Und wenn wir beide mal nicht gehen können, es gibt immer Menschen, die gerne eine Dauerkarte mal nehmen. Die da auch ganz Aber viel Geld absolut. für bezahlen würden, Ja. das einmal zu Ja, die erleben. kostet auch übrigens. Mhm. Aber jetzt hast du ja auch jede Menge Sachverstand, mehr als der einzelne Fan wahrscheinlich, weil du dich ja dauernd mit Fußball und allem beschäftigst. Macht das Spiel dann an sich nicht auch ein bisschen kaputt? Nee. Nee. Nee, ich genieße einfach das Zugucken hier und das zu sehr analysieren macht dann auch keinen Spaß mehr. Ne? Und außerdem hat jeder Fan Ahnung. Das gibt's ja nicht. Wir streiten uns so oft hier, weil es gibt ja 100 Meinungen bei 100 Plätzen. Ne? Und von daher macht das macht das Ganze ja auch noch spannend. Wann hat das denn bei dir angefangen? Hast du schon als kleiner Peter schon gekickt? Ja, ich habe ja selber Fußball gespielt, war auch da ganz erfolgreich, aber hatte am Anfang tatsächlich den falschen Verein. Mein Vater war ja im Bergbau und hat eine Dauerkarte geliehen bekommen immer, also 2, und hat kleinen Peter immer mit nach Schalke genommen. Ja, das darf man. In der Zwischenzeit wissen es die Menschen in Dortmund. Und dann hatten mich aber Freunde irgendwann hier auf die richtige Seite geschleppt, und zwar auf die Südtribüne auch. Da stand ich auch früher. Und seitdem bin ich auch BVB-Fan. Das hat aber weniger auch mit dem Fußball selber zu tun, als mit der Tatsache, dass ich dass die Atmosphäre natürlich auch toll ist. Und wer einmal so hier drin war, der ist auch angesteckt. Das muss man einfach sagen. Das ist schon toll. Sehr sympathisch. Ja. Wir genießen jetzt noch ein bisschen hier diese Ja. wunderbare Stille. Ja. Also noch kannst du es genießen. Ja. Und dann gibst du mir aber gleich die Karte wieder. Ne? Soll ich? Ich nehme sie schon. Ja, aber okay, besser ist das. So, jetzt guck, jetzt kannst du Ja, ja, gucken. jetzt gucken. Einmal Dortmunder Rasen. Ja. Kannst du deinem Mann mal sagen, der kann auch mal so mähen demnächst. Ne? Oha, das ist, glaube ich... Und es könnte sein, dass Marco Reus da auf die Stelle gerade mal draufgetreten ist. Wie sagst Solange du? er nicht hingespuckt hat, ist mir das jetzt egal. Das ist Aber ein ist sehr alles sauber. schönes, gepflegtes Rasenstück hier. Ja. Ihr sammelt, ne? Große Ehre. Was für ein Rucksack. Ja, ja, unbedingt. Und ich habe mir gedacht, wenn ich den Schal schon die ganze Zeit mit habe, dann kann der ruhig mit rein. Och, das ist Oder? aber nett. Ja, klar. Das machen wir doch, Wow. ne? Ja. Dortmund-Schal für unseren Rucksack. Super. Danke Ja. dir. Bitte schön. So. Ist schon einer von Schalke drin. Dann gib mir wieder War ein her. Scherz, war ein Scherz.
Peter will mir unbedingt noch die Anfänge seiner eigenen Fußballkarriere zeigen. Und die begann auf diesem Platz beim Fußballclub Rot-Weiß Germania. Talent. Ja klar. Als ich klein war, ne, war das da mein Trainer. Hallo Klaus. Grüß dich. Na, wie ist es? Ja, Hallo. geht so. Hallo. Kannst du es vorstellen? Ja, Er der Coach, Wahnsinn. ich der kleine Peter, gerade in den Verein eingetreten. Ja? Und jetzt eine Frage, die mir schon immer unter den Nägeln gebrannt hat. Haben Vorsicht. wir einen Weltklasse-Fußballspieler ans Fernsehen Sag verloren? nichts Falsches. Nein, haben wir nicht. Oh, Haben wir nicht. das heißt, er war so... Nein, er hat ja früh die andere Kurve genommen. Vielleicht wäre es geworden, aber ja, ich sag mal, ich glaub's nicht. Nein. Aber ich war tatsächlich so klein hier, als Ja. ich hier angefangen bin. Wir wohnten ja hier in der Gegend, Bergarbeiterfamilie, waren viele Bergarbeiter, die hier gelebt haben. Und das war der einzige Verein, den es gab hier. Da musste man das Kind anmelden. Und ich kann mich noch erinnern, das weißt du wahrscheinlich nicht mehr, aber ich hatte keine Fußballschuhe. Und da hat mein Vater mir Fußballschuhe gekauft. Wenn ein Junge kommt in den Verein, da hat er mir Fußballschuhe mit Stahlkappen, die gab es damals noch, geschenkt. Wem erzählst du das? Hast du so also auch welche, ne? Ich habe am Anfang ohne Fußballschuhe gespielt. Ja, gut, Ja, da habe ich gab's mit nicht. Gummistiefeln Gab's habe ich auch gespielt. Aber ich kriegte für den Verein Schuhe mit Stahlkappen. Und dann kam ich hier hin und dachte, ey, ich wäre der King, super geil. Ich habe endlich Schuhe mit Stahlkappen. Und alle anderen hatten schon längst keine Stahlkappen mehr. Nein. Die haben mich total gedisst, würde man heute sagen. Ja, ich musste mich hart durchkämpfen hier, dass ich hier einen Stellenwert kriegte. Im Sack ist noch was für euch drin. Muss ich arbeiten hier? Ja, für den natürlich. Verein arbeiten, Bück oder dich. Bück dich. Ach, guck mal. Ja. Hier, guck mal hier. Originalschal. Rot-Weiß Germania, guck mal hier. Ha? Jawohl. Ah, schön, ne? Ja, das ist super. Perfekt. Für den Komm her. Rucksack. Für den Rucksack. Ein Traum. Und der ist ja pickepacke. Der ist neu. Und hinein damit. Noch nicht mit Peters Schweiß getränkt. Zweiter Tag meiner Reise. Heute möchte ich mal ganz raus aus der Stadt. Aufs Land, in den Südwesten von Dortmund. Ich will eine Landschaft kennenlernen, von der ich zuvor noch nie gehört habe. Von Dortmund aus gerade mal 35 Kilometer entfernt. Wir starten auf dem Isenberg, sind dann in Hattingen. Es geht zum Harkortsee und nach Essen, ins Zentrum des alten Reviers. Die Elfringhauser Schweiz ist mein erstes Ziel. Und da brauche ich jemanden, der sich gut auskennt. Ja, das nenne ich mal einen Ausblick. Schönen Ja, guten hallo. Tag. Grüß dich. Du bist Andreas? Ich bin der Andreas. Dann sind wir jetzt gemeinsam unterwegs. Genau, ich Ich hoffe. freue mich sehr. Ja. Und können direkt starten mit so einem tollen Ausblick hier. Ja, hier hast du den Winzerbogen. Wir befinden uns ja am Eingangstor der Elfringhauser Schweiz. Und das ist der Winzerbogen. Und wie du da unten siehst, dort grasen, oder jetzt halt nicht, die faulenzen eher, die Heckrinder. Und die werden aber nicht gerade erschossen, weil dieses Geräusch ist schon ziemlich laut. Nee, das sind die Royaner. Die üben in der Schießsportanlage. Oh, und das hört man hier so markant dann. Ja, nicht immer, aber schon manchmal, wenn die ihre Übungen haben, Okay. dann hört man das leider schon mal oft. Gewöhnt man sich dann Genau. dran. Ja, und wir gucken uns jetzt noch ein Nachhaltig. bisschen um, oder? Ja, Die gerne. Ich Isenburg zeig dir kenne ich jetzt- nämlich nicht. Die Isenburg kennst du nicht, Nein. dann zeige ich sie dir jetzt. Bin gespannt. Die Isenburg ist eine Burgruine mit einem Landhaus, westlich von Hattingen. Der Architekt Max Josef Kustodis baute sich diese Sommerresidenz. Ja, das ist mal ein herrschaftliches Haus. Ja, das ist das Landhaus Kustodis. Das wurde in der Burgruine Isenburg, ich meine, in den 30ern gebaut. Sieht toll aus. Wohnt da jemand? Ja, oben ist das bewohnt und unten ist das Burgmuseum. Und hier werden eifrig Fotos gemacht. So ein schönes Motiv. Ja. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. Ah, da sind Oh, wir das ja sieht doch professionell aus, wollte ich An gerade den sagen. richtigen Verein gelandet. zur Erhaltung der Isenburg. Ja, da haben sie aber ganz schön viel Fläche, oder? Zu erhalten. Wir haben genug zu tun, ja. Danke. Danke der Nachfrage. Ja, ich habe gerade schon gesagt, das ist ja ein perfektes Wohnhaus eigentlich. Ne? Also super Grundstück mit Überblick über diese wunderbare Region hier. Ja, die Ist Aussicht schön. ist durchaus in Ordnung. Das heißt, Sie dürfen da auch mal oben auf dem Balkon, wenn Sie hier unterwegs sind. Oben ist die Wohnung und da müssen Sie sich mit meiner Frau einigen. Die hat das dann eventuell nicht ganz so gerne, wenn da Besucher auf dem Balkon rumlaufen. Das heißt, Sie wohnen da? Ich wohne hier. Wow, Cool. schön, ne? Ja.
Aber das heißt, dann sind wir jetzt in Ihrem Garten, in Ihrem Vorgarten unterwegs. Ist das denn okay? Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Die Burg ist öffentlich zugänglich. Also wir dürfen uns noch ein bisschen umschauen. Aber sicher, bitte mit schön. Ihrer Genehmigung. Ja. Wir lassen auch alle Steine an ihrem Platz. Gucken Sehr uns gut. ein bisschen um. Ne? Ja, Grafgerädert wird das hört sich aber an wie ein Horrorfilm. Jetzt kommt sogar die Sonne noch raus. Ja, bei den letzten 80 Höhenmeter, die wir jetzt hinter uns haben, sollte uns das doch Das ist die Belohnung. für den belohnen. Aufstieg hier. Genau. Und dann zeige ich dir aber vorab noch mal, was mit dem Grafen passiert ist, der gerädert wurde. Mit dem Grafen ist Graf Friedrich von Isenburg gemeint. Der lag mit dem Erzbischof von Köln im Krieg. Klingt ja alles ein bisschen gruselig. Ja, Aber ich glaube, eine Burg ohne Gruselgeschichte gibt es auch nicht. Der Machtkampf führte dazu, dass Graf Friedrich 1226 besonders grausam hingerichtet wurde. Da siehst du es schon. Guck mal, wie der gerädert wurde. Oh Gott. Ja, das war früher so üblich. Ne? Die haben die halt mit den Gelenken zwischen das Rad gepackt, aber nur gebrochen. Und zwar dann so gefoltert, dass sie nicht sterben und lange quälen. Und das ist jetzt das Andenken an ihn. Das ist das Andenken an ihn, genau. Ja, kann man machen. Kann man, muss man nicht, ne? Wir gucken lieber die schönen Ecken uns Okay. noch an, oder? Dann gehen wir jetzt Richtung Elfringhauser Schweiz, Oh ja. schön in den Wald hinein. Das klingt gut. Okay? Machen wir. Dann, auf geht's. Andreas erzählt mir dann noch was ganz Ungewöhnliches. Teile der Burganlage wurden in den 1960er Jahren von einer Schulgruppe und ihrem Lehrer freigelegt. Ja, hier hast du die Freilichtbühne vor der Isenburg oder beziehungsweise auch vor dem Burgring, der damals ja angelegt wurde. Ne? Das heißt, Sie fanden Theater statt? Ja, genau. Genau, aber ist leider nicht mehr in Betrieb und leider auch in den 30ern für andere Tätigkeiten genutzt. Verstehe, ja. Mhm. Aber eigentlich eine tolle Location. Ja. So, Burgbesichtigung beendet, jetzt wird gewandert, Jetzt oder? wandern wir und jetzt geht's ab in die Elfringhauser Schweiz. Rauf und runter. Die Elfringhauser Schweiz ist ein kleines Mittelgebirge. Die Hattinger nennen die Region liebevoll Hattinger Hügelland. Bis zu 300 Meter hoch sind die Hügel, also nicht so besonders hoch. Das Wasser des Heierbergbachs ist ganz klar. Könnte ich trinken, meint Andreas, aber so richtig traue ich mich das nicht. Ist das denn jetzt hier auch noch Elfringhauser Schweiz? Ja, wir sind mitten in der Elfringhauser Schweiz. Wir sind hier im Wodantal. Du musst dir ja vorstellen, 10, 20 Minuten mit dem Auto entfernt ist einer der größten Ballungsgebiete Europas. 5,1 Millionen, mehr als 5,1 Millionen Einwohner haben wir im Ruhrgebiet. Und dann sowas vor der Haustür, da brauchst du nicht weit wegreisen. Oh, das ist aber Also hier nicht schon nur hier. gebirgsbachmäßig. Das ist ganz schön kalt. Ja. Sehr Passt, ne? schön. So, und apropos Wasser, da wir beim Wandern natürlich auf jeden Fall was zu trinken dabei haben sollten, kommt jetzt diese tolle Trinkflasche für Sie in den Rucksack. Für eine Wanderung, ne? Kann man immer gut gebrauchen. Ah, guck mal hier, jetzt haben wir hier Sommer pur, oder? Ja. Und guck dir mal den Ausblick an. Fantastisch. Schönes Stoppelfeld noch, Ja. und da hinten der Bauer schon wieder. Wenn Sie ja auch mal wandern wollen, 4 bis 5 Stunden braucht man schon für eine gemütliche Tour. Auf dem Berger Hof könnte es losgehen. Für uns ist der Hof heute das Ziel. Über 120 Jahre wird das Gut von einer Bauernfamilie bewirtschaftet. Landliebe. Inklusive Bauernhof-Feeling für Stadtkinder.
Hof gehört auch eine Gastwirtschaft, wo traditionell der Sonntagsspaziergang bei Kaffee und Kuchen endet. Ich glaube, so ein Käffchen haben wir uns jetzt verdient. Das haben wir uns wirklich verdient, hör mal, nach diesem langen, anstrengenden Weg und was du alles wissen wolltest und sehen wolltest. Also wenn man das erste Mal hier unterwegs ist, hat man auch viele Fragen. Ist das denn auch was für dich oder ziehst du dich lieber so ein bisschen in die Wildnis zurück? Gute Frage. Nee, ich mag es natürlich ruhiger. Wie schön, dass Andreas mir die Elfringhauser Schweiz gezeigt hat. Das ist wirklich ein Juwel am Rand des Ruhrgebiets. Nicht weit entfernt, direkt an der Ruhr in Hattingen, liegt eines der wichtigsten Industriedenkmäler der Region. Wir sind an der Henrichshütte. (1854) wurde sie gegründet und war 130 Jahre lang in Betrieb. Ich kann regelrecht spüren, wie hier früher kräftig in die Hände gespuckt wurde. Das ganze Gelände der Henrichshütte ist heute ein Museum. Bis 1987 wurde hier Stahl gekocht, mit Profit und Zukunftsaussichten. Dann sollte die Produktion eingestellt werden. Arbeiter und Demonstranten, zeitweise mehr als 30.000 Menschen, wehrten sich dagegen. Mehr als 10 Monate kämpften die Arbeiter um ihre Arbeitsplätze, ohne Chance. Ende 1987 wurde das Werk dann stillgelegt. Der Hochofen wurde abgebaut und nach China verkauft. Die Henrichshütte ist heute Teil der Route Industriekultur, die sich durch das ganze Ruhrgebiet zieht. Nicht weit von der alten Industrieanlage fließt die Ruhr. Wir machen da heute nicht Halt. Schade eigentlich, es wird sich lohnen. Aber ich habe jetzt was ganz anderes vor. Ich fahre zum Isenberg, zu meiner ersten Kletterpartie. Sowas wollte ich wirklich immer schon machen. Und hier sind echte Bergsteiger vom Deutschen Alpenverein in der Wand. Wonach sieht das aus? Hm? Ich soll da hoch, ne? Sagt zumindest der John. Der ist total zuversichtlich, dass ich das schaffe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du das hinkriegst und das werden wir jetzt mal schauen, wie das funktioniert. Wir verpassen dir jetzt erstmal einen Klettergurt. Also ein Bein links, ein Bein rechts. Woher nimmst du deine Zuversicht? Ich habe das ja noch nie gemacht. Wir haben das ja schon ein paar Mal auch mit anderen Anfängern gemacht. Und wenn man nicht ganz unsportlich ist, dann funktioniert das. Ein bisschen hochziehen über den Hüftknochen. Und was ist, wenn ich irgendwie zwischendurch auf einmal doch Angst kriege? Weil das hat ja nicht nur was mit Sportlichkeit zu tun. Man muss ja auch die Höhe ertragen. Du bist immer gesichert. Ja. Das heißt, du kannst nicht runterfallen. Du bist mit einem Seil gesichert. Und wenn du nicht mehr möchtest, wenn dir das irgendwie zu schwer wird oder komisch vorkommt, dann kann ich dich jederzeit wieder ablassen. Dann bist du ein paar Sekunden später wieder auf dem Boden.
Und ich sichere dich jetzt, wir nennen das den Top Rope, das Seil kommt von oben und ich sichere dich die ganze Zeit. Und wenn du mal irgendwo nicht weiterkommst, gebe ich dir einen Tipp und sag dir, wo du vielleicht den nächsten Griff oder Tritt findest. Und dann wirst du da schon weiterkommen. Das du folgst ist eigentlich mein immer, Seil. das ist dein Seil. Wie hoch ist das? Das ist runde 15 Meter hoch. Ach ja, dann. Ist ja ein Klacks. Der Knoten, den wir dann nehmen, der nennt sich Achterknoten. Und wenn der jetzt gleich fertig ist, das ist jetzt Der zu, hält? der hält und da hängst du gleich drauf. Du kletterst da links und die stehen dann rechts. Also ganz ehrlich, zu John habe ich großes Vertrauen, sonst würde ich das hier nicht machen. Rechts daneben, falls du hast. So, dass du dich ein bisschen bewegen kannst. Ne? Und dann hast du Zug auf dem Seil. So. Genau, geht's über deinem Kopf direkt. Genau. So, jetzt, genau. Komm, ja, noch ein Stück. Genau, so geht's jetzt immer weiter. Oben drüber. Genau, und jetzt sauber auf die Füße stellen. Den rechten Fuß weiter nach links. Ja. Jetzt musst du den Haken wieder ausklinken, ne? Den Karabiner rausmachen. Und richtig hinstellen. Kannst noch so einen Zwischenschritt machen. Ne, das schaffe ich nicht. Dann setz den Fuß noch mal, dann setz den Fuß noch mal runter und mach nicht so einen großen Schritt. An eine Wand. Schön stehen. Füße einsetzen. Ja, super. Das hier ist oben, ihr lieben Leute. Geschafft. Höher geht's nicht mehr. Der Abstieg ist jetzt nur noch ein Spaziergang. Und du sagst mir, ob dir das zu schnell oder zu langsam ist. Wow. Sehr geil. So, stehst du richtig? Okay. Hier ist der brandneue Kletterführer Ruhrgebiet 4.0. Brandneues Werk. Jetzt Und dann haben die Profis noch ein Geschenk für den Rucksack dabei. Und einer viel hat's Spaß getestet. in der weiteren Kletterkarriere. Ja, vielen Dank. Das nächste gehen wir in die Alpen, oder? Ja. Aber erstmal kommt dieses wunderbare Kletterwerk hier in den Rucksack. Da ist noch Platz. Da packen wir den rein. Es ist noch sehr früh. Mein dritter Tag der Tour beginnt kurz nach Sonnenaufgang. Ich bin wieder an der Ruhr. Am Ufer liegt die Burg Hardenstein. Von Dortmund aus in gut 30 Minuten zu erreichen. Und mit der Hardenstein-Fähre können Sie entspannt zur Burg gelangen. Am Ruhrufer ist immer was los, egal wie früh es ist. Dass ich schon so zeitig unterwegs bin, hat natürlich einen ganz speziellen Grund. Ich will da jemanden treffen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin die Anne, wir Hallo, sind zum Anne. Angeln verabredet. Ja, hi, ich bin der Martin. Ich will jetzt nicht die Fische vertreiben, deshalb rede ich Nee, so das leise. kannst du Sind gar die- nicht. Schau beißen mal, die da gut? ist schon einer dran. Ach, größer sind die nicht. Nee, größer sind die nicht. Das ist eine Grundel. Eine Grundel? Genau, eine Schwarzmaulgrundel. Hat die denn ein schwarzes Maul? Genau, die hat ein schwarzes Maul, aber nur in der Paarungszeit. Jetzt hat sie es eh hinter sich. Jetzt hat sie es hinter sich. Das ist halt artgerecht. Ich will die jetzt nicht quälen, so lange Ja, dann klar. erzählen. Die kriegt ja keine Luft. Genau. So, das ist Okay. die Schwarzmaulgrundel. Und die Grundel sind über den Rhein-Main-Donau-Kanal eingeschleppt worden, über Ballastwasser der Schiffe. Und mittlerweile haben die sich überall in den verbauten Flüssen in der Ufersteinpackung quasi so stark vermehrt, weil das eine Nische ist, die quasi noch nicht gefüllt ist. Ne? Und mittlerweile ist die so stark verbreitet,
dass die sämtliches Leben, Insektenlarven, Amphibienlarven, Kleinkrebse und auch Fische frisst und damit die Artenvielfalt, die heimische Artenvielfalt gefährdet. Das heißt, dass wir hier angeln, ist überhaupt nicht schlimm, im Gegenteil. Wir können das so ein bisschen Das ist sogar Angeln fördern. als Artenschutzprojekt, Okay, denn ja. wenn man die dann noch sinnvoll verwerten kann, dann ist es das Beste, was man machen kann. Und wen haben wir hier? Die guckt zu. Genau, das ist eine Stockente und die Stockenten haben sich auch mittlerweile auf die Gundel eingestellt. Soll ich dir das mal zeigen? Fressen die die? Die fressen die. Boah, Frühstück. Frühstück. Ja, das ist natürlich... Eiweißreich, proteinreich. Die schmecken zwischen Garnele und Zander. Und im Schwarzmeergebiet werden die in allen Variationen angeboten. Aha. Möchtest du das mal probieren? Ja, ich meine, wenn es der Ente schmeckt. Schmeckt es uns auch. Könnte man ja annehmen. Genau. Aber ich glaube, wir müssen noch ein paar fangen, oder? Genau, ein paar müssen wir noch fangen. Ich benutze dann hier zum Beispiel Maden. Die tue ich dann am Haken drauf. Da reicht auch eine aus. Und du wirst jetzt sehen, das dauert 5... Ja, jetzt habe ich gerade kein Blei dran. Ich denke mal so 10 Sekunden. Ernsthaft? Ernsthaft, du darfst zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt du. Oh, das ist doch gemogelt. Ich habe sie nicht reingesetzt. Nee. Angeln ist Martins Leidenschaft, aber von Beruf ist er Wildnispädagoge. In seiner Wildnisschule können wir viel über Tiere und Pflanzen lernen. Im Schulgarten leben sogar Salamander und Schlangen. Aber die sind völlig ungefährlich. Guck mal, und die haben hier, alle Ringelnattern haben immer diesen Halbmondfleck. Seht ihr das? Kann ich das mal so draufgleiten lassen? Super. Wow, hast du keine Angst? Nein. Nein? Klasse. Oh, guck mal. Fühlt die sich kalt an oder warm? Nein. Die fühlt sich richtig toll an. Ja, was fressen die Schlangen denn eigentlich? Also die Ringelnattern, die bei uns leben, fressen Fische, Molche, Kröten und Frösche. Oh, da quaken welche. Wollen wir mal dahin? Ja. Komm. Da quakt einer. Die Frösche, die quaken so, guck mal. Und so. Quack, quack, quack. Quack, quack, quack. Im Wildnisgarten gibt's auch einen Grillplatz. Da wollen Martin und ich die geangelten Fische zubereiten. Ich darf dich unterstützen hier. Ja, auf jeden Fall. Du kannst die Blüten, wenn du Lust hast, schon mal so ganz klein hacken mit den Kräutern. Wir machen das nämlich so, wir panieren jetzt die Grundeln. Dann werden die nach dem Backen in diesen Kräutern eingelegt und dann kann man die quasi so essen. Dann hat man die Vitamine nicht zerstört im heißen Öl, nimmt die auf und das hat noch mal so ein tolles Aroma. Geröstete Nüsse und Reisflocken sind schon fertig. Die Wildblüten habe ich mit Martin gesammelt. Die Fische werden in Ei und Mehl gewendet, ganz klassisch. In dem heißen Fett werden die Gräten richtig weich und dann kann man die quasi mitessen. Und die sind dann überhaupt gar nicht oder kaum noch zu spüren. In seinen Kursen zeigt er, was essbar ist und schmeckt und einfach schon in der Natur da ist. Und riech mal. Schon sehr würzig. Genau, man kann es jetzt schon quasi schon fast... lecker. Lecker, lecker. Ich merke schon, du freust dich sehr. Total. Hier. Das brutzelt aber ganz schön. Damit die Fische quasi von allen Seiten gar werden. Und hat das Gericht einen Namen? Hast du dir schon was ausgedacht? Ist ja dein Rezept. Ja, Knuspergrundel habe ich die genannt. Oh, die Knuspergrundel. Knuspergrundel in Blütenmantel. Oh mein Gott. Einfach kauen. Der ist vielleicht noch ein bisschen heiß. Muss man ausprobieren.
Ja, ein Traum. Gut, oder? Das ist aber wirklich super gut. Und das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, als ich die kleinen Fischlein in unserem Eimer gesehen habe. Lieber Martin, vielen herzlichen Dank. Das war ein Fest, ja, ein Festessen und ein Fest in der Danke, Wildnis hier das bei dir. freut mich. Ich habe noch was. Guck mal. Ich habe noch was ganz Tolles. Wow. Das willst du? Wildnisschule Ruhr. Was ist das? Ein Kochlöffel? Genau, das ist ein Wildniskochlöffel. Also du kannst damit kochen. Und der heißt bei uns Suppenknüppel. Das ist auch einer, ja. Und die Geschichte ist eigentlich ganz spannend. Erzähl ich noch ganz kurz. Ein kleiner Junge saß bei uns im Schnitzkurs und ich fragte, was machst du? Ein Wanderstock oder ein Schwert? Nein, ich mache einen Suppenknüppel. Und dann fand ich das so toll. Und er sagte, was ist denn ein Suppenknüppel? Dann sagt er ganz einfach, wenn ich koche und es schmeckt jemandem nicht, dann kriegt er einen geknüppelt. Oh, das können Sie dann zu Hause gerne selber ausprobieren. Genau. Vielen herzlichen Dank. Danke. Passt der überhaupt hier rein? Der guckt ein bisschen raus. Die Eidechse. Die Eidechse lassen wir rausgucken. Perfekt. Genau. Super. Dankeschön. Danke. Einige Kilometer entfernt liegt der Harkordsee. Er ist einer von 6 Stauseen an der Ruhr und ein Paradies für Wassersportler. In der Yachtschule am See sind Anfängerinnen willkommen und ich bin so eine. Hallo. Bist du der Sascha? Ich bin der Sascha. Ich melde mich zum Segelkurs. Recht so, bitte an Bord kommen. Aber ihr habt mir was Besonderes versprochen. Selbstverständlich. Wir haben noch einen Einen Mitfahrer. blinden Passagier, aber der ist nicht blind, der ist nur behaart. Wie goldig ist das denn? Wer ist das? Das ist unsere Aurelia. Die Aurelia fährt mit. Unsere güldene. Und die wird nicht seekrank, wenn wir jetzt hier ein bisschen segeln? Nein, im Gegenteil. Wenn wir seekrank würden, ins Wasser fallen, dann holt ihr uns wieder raus. Ernsthaft? Ja, selbstverständlich. Ja, dann mache ich mit. Kann nichts passieren. Da kann ja nichts passieren, genau. Bitte schön. Dankeschön. Super. Hallo, Aurelia. Ja, Such dir den Mensch, schönsten wer bist Platz du aus. denn? Ja, hallo. Ach Gottchen. Ja, guckt euch das mal an. Das ist ja super, oder? Ja, da muss ich ja gar keine Angst mehr haben. Hm? Du holst mich raus. Am Ufer wartet ein zweiter Rettungshund auf seinen Einsatz. Die Landseer, so heißt die Rasse, lieben das Wasser. Das macht's einfach. Regelmäßig wird hier trainiert. Wir wollen uns mal genauer anschauen, wie das funktioniert. Aber ohne Wind kommt unser Segelboot nicht so richtig voran. Blaues Lüftchen auf dem Harkordsee. So segelt es sich eigentlich aber nicht wild genug, oder? Sascha, für dich ein bisschen wenig. In jeder Temperatur. Jetzt hat Rettungshündin Kaiser ihren Einsatz. Da ist auch schon ein Mann über Bord. Ja, das symbolisiert quasi den Notfall. Aber unsere Amanda ist auch nicht mehr zu bremsen. Boah, die kann ja echt super schwimmen, ne? Müssen die das erst lernen oder können die das von klein auf als Welpen Das ist angeboren. schon? Das Witzige bei den Landseern, genauso wie bei den Neufundländern, ist, die haben zwischen den Zehen wirklich Schwimmhäute. Echt? Denn das heißt, so ein ausgewachsener Landseer, der kann ohne Probleme 2 Männer ziehen. Ziehen noch dabei. Boah. Gut gemacht, Kaiser. Im Garten des Yachtclubs gibt's noch Manöverkritik. Und natürlich viel Lob für die Rettungshunde. Über dem Harkordsee liegt die Stadt Wetter. Richtig romantisch. Freiheit, so heißt das historische Zentrum von Wetter. Der Name stammt aus dem Mittelalter. Damals erhielt Wetter das sogenannte Freiheitsprivileg und damit die Selbstverwaltung.
Der Ruhrgebietsindustrielle Friedrich Harcourt lebte in diesem Viertel. Harcourt galt als Pionier der Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Als Politiker setzte er sich für die Rechte der Arbeiter ein. Von ihm hat der Harcourtsee seinen Namen bekommen. Nah am Ufer des Sees liegt das Wasserschloss Wärdringen. Der alte Adelssitz war im 13. Jahrhundert eine Wehrburg, die später zu einem neugotischen Wasserschloss umgebaut wurde. Heute ist hier das Museum für Ur- und Frühgeschichte in einem neuen Nebentrakt untergebracht, mit Funden aus 450 Millionen Jahren westfälischer Vergangenheit. Diese sogenannten Langschwerter stammen aus der Bronzezeit, rund 1000 Jahre vor Christus. Sie wurden nur wenige hundert Meter vom Museum entfernt auf dem Kaisberg gefunden. Archäologisch einmalig in Nordrhein-Westfalen. Genau wie diese in Schiefer eingeschlossenen Insekten. Funde aus den Bergbauschächten der Ruhr. Und das hier ist Manni, das Maskottchen des Museums und Stellvertreter all der Mammuts, die im Ruhrtal lebten. Ich mache einen Abstecher nach Essen. Die Zeche Zollverein ist UNESCO-Welterbe und das Industriedenkmal im Revier. Sie ist ein Begegnungspunkt und ein Ort für Kultur- und Kunstprojekte. Mitte des 19. Jahrhunderts startete der Industrielle Franz Haniel die Kohleförderung in Essen und damit die Entwicklung des Kohlebergbaus im Revier. Bis zu 3,2 Millionen Tonnen Kohle jährlich wurden auf Zollverein und anderen Zechen der Umgebung abgebaut. Die schwere Arbeit im Bergbau sorgte für den wirtschaftlichen Aufschwung im Ruhrgebiet. So ging es bis in die 90er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Dann waren Zollverein und der Bergbau nicht mehr rentabel. Es entstand Neues im Ruhrgebiet. Die Zeche Zollverein wurde zum Mittelpunkt des Strukturwandels in der Region. Ein Ort für Kultur- und Freizeitangebote mit über 450.000 Besuchern im Jahr. Tag 4 meiner Rundum-Dortmund-Reise. Von Waltrop aus geht es in die Dächenhöhle, dann nach Soest und an den Möhnesee. Mein Ziel in Waltrop ist der Dortmund-Ems-Kanal und das Schiffshebewerk Henrichenburg. 1899 wurde die Schleuse in Betrieb genommen. Für Fritz Ekenga, Schriftsteller und Kabarettist aus Westfalen, hat die Riesenschleuse eine besondere Anziehungskraft. Ich bin neugierig, was er mir erzählen wird. Toller Platz auf jeden Fall. Ja. Oh, imposantes Bauwerk. Ja, ist immer noch groß. Als ich klein war, war das noch größer. Das heißt, du warst als Kind schon hier und hast gestaunt? Ja, also ich kann mich grau erinnern. Und das war damals schon gewaltig, aber es hat von der Größe eigentlich wenig verloren. Ich habe mich extra hingesetzt, damit es noch ein bisschen größer aussieht. Aber es ist ja auch als Erwachsener, also man steht hier und guckt erst mal, wie viel Stahl da verbaut wurde. Ja.
Das Schiffshebewerk, aber ist ja jetzt nicht mehr aktiv, ne? Kann man nur noch... Das darf man noch besichtigen. Darf man noch besichtigen, ja. Ist ein Museum geworden. Mhm. Ist das so dein Lieblingsort hier? Einer deiner Lieblingsorte? Ich habe eine ganze Menge Lieblingsorte und ja, der gehört irgendwie mit dazu, zu dem Ensemble. Mhm. Ja, weil im Ruhrgebiet wird ja viel geredet über Industriekultur und so weiter und so weiter. Aber wenn man mal wirklich wissen will, was das ist und was das bedeutet, muss man hier mal ein paar Meter gehen und dann muss man auch nicht mehr so viel erklären. Machen wir mal, oder? Okay, wenn du Lust hast. Gehen wir mal auf Tour. Okay. Bin gespannt. Jo. Das Schiffshebewerk war die größte Schleuse im Ruhrgebiet. Als 1969 das neue Hebewerk in Betrieb ging, sollte diese alte Schleuse abgerissen werden. Das wurde zum Glück verhindert und aus der ganzen Anlage wurde ein Museum. Etwas versetzt vor mir gehen. Das war ja früher wahrscheinlich gar nicht möglich, dass man hier so nah ran konnte, Nee, das haben die, oder? glaube ich, für uns gebaut. Ja. Wir wollen uns das Innere der Schleuse ansehen. Hast du Höhenangst? Nee, Okay. bis jetzt nicht. Großbooten, also von Riemen. Trog nennen die Fachleute diese Riesenwanne, in der wir stehen. Wir stehen eigentlich auf dem Schiff hier. Das sind die Ausmaße des Schiffes. Also des größten Schiffes, was hier reinpasste. Also diese Platte, auf der wir stehen, zeigt, wie breit und wie lang das Schiff sein konnte. Das größte, das Maßschiff. Mhm. Und diese Stangen hier, die roten, die zeigen, wie hoch das sein durfte. Also so groß durfte das Schiff. Beladen, ne? Klar, ich war nicht dabei, aber... Ja, ich dachte, du hättest das gesehen. Nee. Und so sah es damals aus. 13,50 Meter Höhenunterschied mussten die Schiffe auf dem Dortmund-Ems-Kanal an dieser Stelle bei Henrichenburg überwinden. Sie fuhren in die Hebekammer der Schleuse ein. Es dauerte 45 Minuten, um das Schiff durch den Höhenunterschied zu schleusen. Der eigentliche Senk- oder Hebevorgang in der Schleuse dauerte nur 2,5 Minuten. Damals sensationell. Keine andere Schleuse schaffte das. In ganz Europa gab es das kein zweites Mal. Später wurde die Schleuse für ganze Generationen von Schülerinnen und Schülern zu einem ganz besonderen Ort. Also waren ja so Pflichtausflüge, entweder mit der Familie oder mit der Schule. Und die waren ja jetzt nicht unbedingt immer so, hatte man nicht unbedingt so Lust zu. Aber wenn man hierher kam, wurde man ziemlich überrascht, wie toll das sein konnte. Und dann war das auf einmal ein Riesenspaß, beziehungsweise überwältigend auch. Weil das ist ja immer noch sehr groß, wenn man das jetzt so sieht. Damals, wie gesagt, war das noch viel größer, weil ich ungefähr so groß war. Keine Ahnung. Es rostet hier und da, aber die pflegen das hier, weil es ist ja ein Museum geworden. Mhm. Unbedingt. Also ich finde sowas total wichtig, dass man sowas irgendwie für die Nachwelt erhält. Mittagspause, komm. Wir laufen über das Gelände zum sogenannten Oberwasser. Ja, und hier haben wir die westfälische Ausgabe der Titanic, oder? Ja, die hat es auch hinter sich hier. Allerdings. Aber man kann die noch anschauen zumindest. Ja, anschauen. Ja. Verrostet. Das ist jetzt, da hinten ist Dortmund. Da hinten? Ja, so 13, 14 Kilometer würde ich mal sagen. Ach, das kann man ja sogar laufen. Laufen oder mit dem Fahrrad, da geht ein Fahrradweg direkt längs. Und wenn man das von Dortmund bis hierher geschafft hat und dann diese Stufe überwindet, da geht es 14, 15 Meter runter. Mhm. Man wird ja auch begrüßt vom Kaiser. Fredericus Rex da oben, hängt da oben. Und wenn man das dann da runter geschafft hat, von da aus kommt man dann wirklich in die ganze Welt. Weil das ist ja hier wie so ein Spaghetti-Knoten, Wasserstraßen. Und man kann zum Beispiel mit dem Fahrrad innerhalb von, keine Ahnung, 4, 5 Tagen
locker bis zur Nordsee, in bequemen Etappen. Das ist ja das, was dem westfälischen Temperament auch sehr entspricht, dass man die Welt langsam entdecken kann. Das Typische, das Westfälische, das, was auch ihn ausmacht, das beschreibt Fritz Eckenger auch in seinen Auftritten. Als der Herr Westfalen machte, setzte er sich hin und dachte, heute mache ich mir keine Sorgen und Westfalen mache ich morgen. Das Projekt kann ich noch schieben, mich derweil an Leichtem üben. Heute bin ich faul, mach frei und das Rheinland nebenbei. Immer wird was vorgezogen, sogar Bayern, ungelogen. Zügig füllten sich die Karten, doch Westfalen musste warten. Langsam und in aller Ruhe kam der Schöpfer in die Schuhe. Brauchte für Westfalen länger, hatte einen Schöpfungshänger. So gab er Westfalen Wesen. So spricht er an Tisch und Tresen aus Westfalen in die Welt. Langsam, dass ihr es behält. Habt ihr keine anderen Sorgen? Kommst du heute nicht? Kommst du morgen? Ich sage mal, der Westfale kann sich schon begeistern. Also, aber im Gegensatz zum Beispiel zum Rheinländer brauche ich ja dafür auch einen Grund. Obwohl, ganz ehrlich, also ich finde, das hier ist für mich jetzt schon Grund zu eskalieren. Ich finde es wunderschön hier. Du könntest jetzt Euphorie vortäuschen. Ja, spring rein. Was für ein schöner Platz. Nee, das würde ich jetzt wiederum nicht machen. Das hat, glaube ich, schlanke 23 Grad. Das ist natürlich schon ist aber Badewanne. Ein bisschen Mocke. Fritz will noch auf die Oberhaupttürme der Schleuse hinauf. Ich bin dabei. Ja, du hast recht, Höhenangst darf man hier nicht mitbringen. Nee. Da ist man spätestens an dieser Stelle raus. Boah, wie tief ist das? Das ist mehr als der Fünfer im Hallenbad. Der Höhenunterschied vom Gelände ist ca. 15 Meter. Man hält automatisch alles fest, was man so bei sich hat, ja, was eventuell runterfallen könnte. Gefühlte 30, 40 Meter. Ja. Ja. Ei. Aber ich finde es ja generell super, dass sowas erhalten bleibt, dass man sich das angucken kann und dann wirklich so die Geschichte auch dieses Ortes noch mal so hautnah erleben kann, oder? Wenn man so eine Ahnung davon bekommen will, was dieses berühmte Thema Strukturwandel wirklich bedeutet, dann ist das eine für sich ein ganz guter Weg, das von hier aus zu erklären. Weil diese Wasserstraße, die es hier gibt, die wurde ja mal von Kaiser Wilhelm, oder das Hebewerk wurde von Kaiser Wilhelm eingeweiht und auch in Auftrag gegeben. Er war ja Marinefetischist. Und dann wurde diese Wasserstraße natürlich dazu gebraucht, um Eisenerz nach Dortmund rein und möglicherweise von da aus auch weiter zu transportieren, weil in Dortmund die Stahlwerke waren. Und da wurde das dann verhüttet, das Eisenerz. Und auf dem anderen Weg wurde die Kohle, die im Ruhrgebiet abgebaut wurde, auf dem Wasserweg rausgebracht. Und heute ist es eigentlich eher so, dass die Kohle, das bisschen Kohle, was noch gebraucht wird, für irgendwelche überflüssigen Kohlekraftwerke, die wir noch haben, nach Dortmund rein transportiert wird oder ins Ruhrgebiet rein transportiert wird auf dem Weg. Und die Stahlwerke gibt es nicht mehr. Die wurden abgebaut, und zwar von Kolonnen von Chinesen, die bis auf die letzte rostige Unterlegscheibe die beiden großen Stahlwerke in Dortmund abgebaut haben und in Container verpackt haben und dann nach China verschifft haben, und da wurden die wieder aufgebaut. Ja, und die Menschen, die das ja auch teilweise alles so mitverfolgt haben, selbst betroffen sind vom Strukturwandel, die müssen es ja auch irgendwie verpacken, ne? Also ich kann den Strukturwandel auch sozusagen in der eigenen Familie erklären. Weil mein Großvater, mein Opa, war Bergmann, und er ist in Dortmund in der Zeche Zollern 2 eingefahren. Da ist heute eine Kleinkunstbühne drin, unter anderem. Und ich mache eigentlich nichts anderes als er. Ich gehe da rein und hole Kohle daraus, wenn ich darf. Und du trittst auch in seine Fußstapfen, wenn man so will. Ich glaube nicht, dass mein Opa das für Arbeit gehalten hätte, was ich da tue. Ich muss ja auch nicht runter, ich muss mich auch nicht dreckig machen. Von daher. Aber ich glaube, er würde es mir gönnen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich da nicht runter muss. Danke für die schöne Tour.
Keine Ursache, also danke gleichfalls. Ich komme ja hier auch nicht dauernd hin, weil man eine ganz gute Gelegenheit hat. Mhm. Ich habe aber noch eine Bitte. Und zwar haben wir ja immer, wie du vielleicht weißt, unseren Rucksack dabei mit schönen Geschenken. Dieses wunderbare Buch kommt natürlich dann auch rein. Hättest du Lust, da einmal kurz was reinzuschreiben? Zum Beispiel so meinen von Namen? Fritz für die. Ja, das wäre schon mal ein sehr guter Anfang. Ich habe sogar einen Kugelschreiber, ja. Kann ich das machen? Für die Gewinner? Ja. Für die Gewinner? Für die Gewinner? Wow. Würde es dir ja jetzt geben, aber das kriegen ja andere Menschen. Ja, ich behalte es auch nicht heimlich. Keine Sorge. Das kommt natürlich für Sie in unseren wunderschönen Rucksack. Ich fahre ein paar Kilometer weiter nach Lettmate in die Dächenhöhle. Vor mehr als 150 Jahren entdeckten 2 Bahnarbeiter die Tropfsteinhöhle bei Iserlohn. Sie liegt in einem mehr als 20 Kilometer langen verbundenen Höhlensystem. Kanzelgrotte heißen diese Stalaktiten. Die von der Decke herabhängenden Kalkablagerungen haben in Jahrtausenden kunstvolle Formen herausgebildet. Der Klimawandel ist auch in der Tropfsteinhöhle zu beobachten. Es gibt weniger Feuchtigkeit im Gestein und so wachsen die Kalkformationen noch langsamer. Die Forscher in der Höhle prüfen das regelmäßig. Es ist spannend, von ihnen alles über die Höhle zu erfahren. Und draußen scheint die Sonne. Wie schön. Ich bin auf dem Weg in den Osten Nordrhein-Westfalens nach Soest. Der Soester St. Patrokli-Dom ist das wichtigste romanische Bauwerk in Westfalen. Er dominiert das Zentrum der alten Hansestadt und wird im Volksmund der Turm Westfalens genannt. Salzgewinnung und die Eisenverarbeitung sorgten im Mittelalter für Wohlstand und Ansehen von Soest. Die Fachwerkhäuser in der Altstadt von Soest sind gut erhalten. Sie stammen aus dem hohen Mittelalter und wurden noch bis ins 19. Jahrhundert gebaut. Der Marktplatz ist Treffpunkt und Bühne der Bewohner. Jetzt geht's zu meinem letzten Ziel. Ich will an den Möhnesee. Mit dem Roller ist das eine Fahrt von rund 12 Kilometern. Ich bin auf meiner Tour abseits der großen Straßen unterwegs. Das dauert zwar etwas länger, macht aber viel mehr Spaß. Der Möhnesee ist einer der größten Stauseen in Deutschland. Er
Er wird auch das Westfälische Meer genannt. Die Staumauer hat ihre ganz eigene Geschichte. Im Zweiten Weltkrieg, im Mai 1943, wurde sie von britischen Bombern getroffen und zu großen Teilen zerstört. Eine Flutwelle ergoss sich über die Möhne in die Ruhr. Fast 1600 Menschen starben. Der Wiederaufbau wurde zum Prestigeprojekt der Nazis. Tausende Arbeiter wurden eingesetzt. Im Oktober 1943 war die Staumauer nach nur 5 Monaten fertig. Heute ist der Staudamm ein Baudenkmal. Und für viele Besucher, gerade auch aus dem Ruhrgebiet, ist der See das Naherholungsziel. Mich packt's auch. Ich will raus aufs Wasser. Surfen lernen. Für eine Anfängerin, wie ich es bin, ist das Revier hier ideal in der kleinen, geschützten Bucht. Ich versuche es in der Surfschule im Ort Möhnesee. Schönen guten Tag. Ach, hallo Anne, schön, dass du hier bist. Du bist mein Surflehrer. Ja, ich baue gerade das Segel für dich auf. Mein kleiner Scherz am Rand ist natürlich ein Kindersegel, das brauchst du jetzt nicht. Du kriegst gleich ein bisschen was Größeres. Das habe ich gerade für den Kurs draußen vorbereitet. Also ich habe ehrlich gesagt noch nie auf einem Surfbrett gestanden. Ja, habe ich Chancen, dass ich das irgendwie heute schaffe? Ich vermute ja. Wir fangen mit dir da vorne gleich mal an. Ich kann dir noch mal einen Anzug raussuchen. Ich wollte gerade sagen, ich müsste mich jetzt noch umziehen fürs Wasser, ne? Genau, kommst ruhig mal drüber. Alles klar. Oh. So, den kannst du haben. Haben wir für dich besorgt. Den kannst du nehmen. Perfekt. Dann versuche ich mal mein Glück. Das ist die erste Herausforderung, da reinzukommen. Die Wetterbedingungen sind sehr gut, auch wenn der Wind etwas mau ist. Björn wartet aber nicht auf die perfekte Brise. Es geht sofort raus aufs Wasser. Ich muss mich ja schon mal anfreunden mit dem See, damit er mich auch wieder ausspuckt. Meine erste Übung, das Gleichgewicht finden. Geh mal ruhig mal in die Brettmitte. Du werfst mal rein. Da könntest du jetzt starten. Aber dafür muss ich ja stehen. Ja, versuch mal. Stellst dich genau in die Brettmitte. Denkst an deine Füße, gleichen Abstand zum Mast ungefähr. Die linke Hand greift den Mast und gibst etwas Gas. So langsam komme ich auch in Schwung. Anziehen den Mast, oder? Denk an die Füße, genau. Dass der rechte ganz eng dran ist zum Fuß. Anna, komm. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und außerdem fährst du Fallschwung, wirklich. Oh mein Gott. Ja, ich war mir eigentlich sicher, dass das noch was wird. Der Möhnesee und die Wiesen und Felder ringsum sind ideal für eine weitere Sportart. Reiten ist hier angesagt.
Bei den Reitzwergen vom Möhnesee gibt es Ausflüge in der Gruppe und in Reiterferien kann man den Umgang mit den Pferden erlernen. Hier kann man den ganzen Tag mit seinem Pferd verbringen. Pferdebesitzer, die ein eigenes Tier haben oder Reiter, die sich um Pferde kümmern wollen, finden dafür auch das Passende. Auch die ganz kleinen Pferdefreundinnen wissen schon, wie es richtig geht. Höhepunkt eines Tages mit den Pferden ist der Ausritt an den Möhnesee. Für die Pferde ist das eine wohlige Erfrischung an einem warmen Sommertag. Ja, wir gehen da ein bisschen kann ich hier zur vorne und von hinten. Ich bin zurück im Ruhrgebiet, auf den letzten Metern meiner Tour rund um Dortmund. Auf einer Bergbauhalde in Bottrop endet meine Reise. Jetzt ist der Puls gerade wieder unten. Geht's wieder rauf. Diese Stahlkonstruktion ragt mehr als 120 Meter in die Höhe. Offiziell heißt die Aussichtsplattform Haldenereignis Emscher Blick. Und ein Ereignis ist sie im doppelten Sinn. Ein spektakulärer Anblick kombiniert mit einem super Ausblick. Unterwegs habe ich all das für Sie zur Erinnerung mitgenommen. Und den Rucksack können Sie wie immer gewinnen. Viel Glück! Eine Pyramide mitten im Pott, die gibt's auch. Das ist das Tetraeder in Bottrop mit einer grandiosen Aussicht über das Ruhrgebiet. Aber hier endet leider unsere Reise rund um Dortmund. Ich hoffe, für Sie waren ein paar Tipps dabei für einen Kurztrip in die Region. Oder vielleicht haben Sie ja sogar Ihre eigene Heimat ganz neu entdeckt. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss, bis bald.